Wer eine Seilwinde am Auto hat, ist klar im Vorteil. Allerdings braucht man zum Winschen auch einen passenden Anschlagpunkt am anderen Ende. In unserer Kiesgrube, die eher einen wüstenartigen, baum- und felslosen Charakter hat, müssen wir uns selbst einen Anschlagpunkt basteln. Das Ersatzrad des Landcruisers muss her. So weit wie möglich weg vom Fahrzeug, der Zugwinkel wird dann flacher, wird ein Loch geschaufelt, in dem es versenkt werden und als Bodenanker dienen soll. Eine wieder mal schweißtreibende Arbeit. Der Schacht für das Rad sollte so eng und so tief wie möglich ausgebuddelt werden, damit der Reifen später die Zugkräfte auch wirklich hält. Als Anschlagpunkt für das Windenseil dient ein durch die Felge gezogener Gurt. Für einen guten Zugwinkel ist es hilfreich, einen Graben für das Windenseil auszuheben. Dann wird der Schacht um das Rad herum mit Sand wieder aufgefüllt und ordentlich festgetreten. In unserem Fall bleibt das Rad zur Dokumentation der Kräfte sichtbar, ansonsten muss es komplett im Boden eingegraben sein. Der Versuch zeigt, es funktioniert, der Toyota kann sich frei winschen. Im Wald sieht es mit geeigneten Helferlein schon besser aus. Als Anschlagpunkt beim Bergen sind natürlich gut gewachsene alte Bäume die beste Option. Wünsche ich mich 2:1, weil das Auto vielleicht sehr kräftig im Schlamm steckt, dann sollte ich versuchen, den Baumankergurt relativ weit oben anzubringen, damit das Seil, was sich ja auf einer Partie bewegt, nicht durch den Dreck zieht und damit Schaden nehmen kann. Wünsche ich 1:1, bleibt das Seil ja statisch, dann kann ich den Gurt sehr weit unten ansetzen, da ist der Baum am kräftigsten. Übrigens, auch Felsblöcke sind natürlich gute Anschlagpunkte, allerdings muss man hier besonders auf scharfe Kanten und Ecken achten, die das Bergematerial schädigen könnten. Man könnte sich natürlich denken, warum brauche ich denn überhaupt einen Baumgurt? Ich kann doch einfach auch mit dem Windenseil einmal um den Baum rum, wieder einpicken, fertig. Wir wollen ja, dass die Bäume noch ein bisschen leben, wenn wir dann weitergereist sind. Und da ist natürlich ein breiter Gurt mit seiner breiten Auflagefläche viel besser, als wenn ich zum Beispiel hier einen Strop aus Tauwerk nehme, der den Baum natürlich einfach die Rinde aufreißt. Und das wollen wir ja nicht. Seilwinden waren früher Hightech, heute sind sie dank Massenproduktion günstiger geworden und somit bei vielen Fahrzeugen verbaut. Einige Basics sollten bei ihrer Nutzung aber beachtet werden. Kraft- und Stromzufuhr müssen auf das jeweilige Auto angepasst sein. Der Durchmesser der Kabel muss dabei entsprechend groß gewählt sein, denn hier fließt eine Menge Strom. Ein Hauptschalter ist sinnvoll, mit dem der Winch sofort der Strom abgedreht werden kann. Beim Abspulen des Bergeseils öffnet man den Freilauf, um den Motor nicht unnötig zu belasten und um Strom zu sparen, denn eine handelsübliche 12-Volt-Winde verbraucht schnell 500 Ampere unter Volllast. Erhöht man die Drehzahl des Motors, liefert die Lichtmaschine mehr Leistung. Eine Fernbedienung für die Winde ermöglicht einem das Arbeiten außerhalb des Gefahrenbereichs. Darüber hinaus muss man die Alterung des Windenseils im Auge behalten. Auch durch die Wicklung auf der Trommel wird es belastet, weshalb es nach einigen Jahren prophylaktisch ausgetauscht gehört. Und beim Aufwickeln ist sorgsames Arbeiten gefragt. Wenn man sich wünscht, muss man unbedingt darauf achten, dass das Seil korrekt hier vorne auf der Winde aufläuft. Denn hier, in diesem Fall, wo es nur sehr stark nach rechts belastet ist, genauso nach links, dann spult sich das Seil nur an einem Bereich der Winde auf, verliert dadurch schnell an Leistung und das ganze Seil passt auch nicht auf die Winde. Und damit muss ich im Notfall das Bergemanöver komplett abbrechen, weil die Winde nicht mehr das tut, was sie soll. Deshalb ganz wichtig, der Seilzug immer möglichst mittig, dann kann das Seil ein bisschen pendeln, auf der Winch sich ordentlich aufspulen, aber so auf keinen Fall ein Bergemanöver beginnen. Was aber tun, wenn nun mal der Anschlagpunkt seitlich vor dem Wagen steht? Abhilfe schafft eine Umlenkung. Um diesen schiefen Einlaufwinkel zu korrigieren, nehme ich einfach einen Umlenkblock, hier so eine kleine Couch.
und dann peile ich so lange, bis ich den richtigen Einlaufwinkel erreicht habe. Das wäre jetzt ein guter Winkel. Dafür suche ich den passenden Anschlagpunkt, also den nächsten Baum. Ich darf nur nicht vergessen, bei Umlenkwinkeln, die größer sind als 90 Grad, wird dieser Block stärker belastet als der jeweilige Endpunkt im System. Dann wird ein weiterer Baum als Anschlagpunkt gesucht. Dann als letzten Schritt nur noch das Verlängerungsseil in den Snatchblock einschicken. Und schon ist die Umlenkung fertig. Grundsätzlich, wenn alles fertig ist, steigt man natürlich ins Auto mit ein und unterstützt. Darauf achten, dass die Räder gerade stehen. Und dann sollte das kein Problem sein. So, Räder gerade stellen. Und es funktioniert die Umlenkung. Stück für Stück. Die Winde ruhig auch mal pausieren lassen. Die wird nämlich ziemlich warm und verbraucht ziemlich viel Strom. 30 Sekunden Winschen, 30 Sekunden Pause ist für eine einfache Winde schon durchaus okay. Der Landcruiser soll sich nun zunächst 1:1 den Hang hochwinschen. Er besitzt eine Winde mit Drahtseil, weshalb hier unbedingt mit Handschuhen gearbeitet werden muss, um sich nicht die Hände an herausstehenden Litzen zu verletzen. Das Seil muss so weit wie möglich abgewickelt werden, denn jede Lage auf der Trommel verringert die Kraft der Winch wegen des schlechteren Drehmoments. Damit sich das Seil nicht in den Hang eingräbt, bauen wir noch einen dicken Ast mit ein. Während des Winschens schließlich sollte man im ersten Gang und unter Setzung mithelfen. Und ist man nicht in einer Notsituation, dankt einem das Material für kleine Pausen mit verlängerter Lebensdauer. Der L200 mit dem Dyneema-Seil auf der Winde soll sich mit Hilfe eines Umlenkblocks den Hang hinaufziehen. Dies bedeutet doppelte Kraft, aber nur halbe Geschwindigkeit. Der Umlenkblock und auch das weitere Bergematerial müssen unbedingt über genügend Reserven verfügen, denn die Kraft ist enorm und kann je nach Fahrzeug zwischen 9 und 15 Tonnen liegen. Das abgespulte Dyneema-Seil wird durch den aufgeklappten Block geführt, der seinerseits am Ankerpunkt befestigt ist. Das Seil wird dann wieder zurück zum Mitsubishi gebracht und dort an einem zweiten Anschlagpunkt fixiert. Achtung, auch hier liegt dieselbe Kraft an wie auf der Winde, daher sollte er ausreichend stark gewählt sein. Ob auch hier mit Motorunterstützung im ersten Gang gewünscht wird oder nicht, muss von Fall zu Fall entschieden werden, denn die Geschwindigkeit ist jetzt nur noch halb so hoch wie beim 1:1 Winschen. Langsam arbeitet sich der Mitsubishi auf diese Weise den Hang hinauf. Manöver geglückt. Das Winschen mit 2 Umlenkblöcken, also 3:1, macht aus der schwächsten Winde ein Kraftpaket. Das braucht man aber nur in bestimmten Fällen, etwa wenn man besonders langsam und mit viel Kontrolle bergen möchte, denn die Geschwindigkeit reduziert sich hier auf 1/3.
oder wenn der Anschlagpunkt Baum sehr nah dran ist und nicht das gesamte Seil von der Winde abgetrommelt werden kann, wodurch die Kraft entsprechend gering sein würde. Beim 3:1 Winschen wird das Bergeseil am Fahrzeug noch einmal durch einen Umlenkblock geführt und dann am Baumgurt oder einem weiteren Ankergurt befestigt. Damit schließen wir das Kapitel Selbstbergen, aber wie sieht es eigentlich aus, wenn ein zweites Fahrzeug dabei ist? Das alles im nächsten Teil.